Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hören Sie mal. Ich bin der Mann, der Hunde versteht, weil ich's fühlen kann. Ich bin der Mann, der Hunde versteht, weil er sie fühlen kann. Ja, was heutzutage alles mit KI möglich ist, ist ein Wahnsinn. Ja. Es gruselt mich ein wenig vor dieser künstlichen Intelligenz, wenn ich ehrlich bin. Ja, bevor wir mit diesem Vorwort zum Video beginnen, möchte ich mich aus vollem Herzen bei Ihnen bedanken für das Knacken der 6000er Marke. Ja, mittlerweile stellen die Abonnenten von Dog Special schon eine waschechte Legion dar. Natürlich sind wir im Vergleich zu den wirklich Großen auf YouTube, ja, verschwindend klein. Doch 6000 Abonnenten, das ist eine Zahl, die mich doch etwas stolz macht. Nochmal, allerherzlichsten Dank dafür. Ja, das heutige Video. Der Vergleich von zwei Geächteten. Weshalb vergleicht man einen Rottweiler mit einem American Staffordshire Terrier? Nun, ich bin Dog Special. Sie wissen, wie ich bin. Ja? Ich bringe häufiger Videos, in denen ich sage, wie die Dinge nun mal sind. Ich spreche niemanden nach dem Mund. Ich bin echt. Das bin ich Ihnen schuldig. So war ich schon immer, so werde ich auch bleiben. Nochmal. Weshalb vergleicht man den Rottweiler mit dem American Staffordshire Terrier? Nun, beide Hunderassen gelten in der Gesellschaft mehr oder weniger als Geächtete, als Außenseiter, Outsider. Manche würden sogar sagen als Outlaws, Gesetzlose, ja, weil sie von den Medien und von vielen Unwissenden dazu gemacht wurden. Ja, beide Hunderassen neigen dazu, in den Händen falscher Hundebesitzer für Probleme zu sorgen. Sowohl der Rottweiler wie auch der American Staffordshire Terrier, das sind zwei extrem starke Hunde. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ja. Und wenn man hier nicht wirklich weiß, wie der Hase läuft, ja, dann nutzt Ihnen das beste Diplom oder Zertifikat, beste Trainerlizenz oder der beste Hundeführerschein nichts, wenn Sie für diesen Hund kein natürliches Gefühl beweisen. Ja, dann kann es schon sein, dass Ihnen die beiden charakterlich davonlaufen und ein American Staffordshire Terrier oder Rottweiler, welcher Ihnen charakterlich davongelaufen ist, der kann ziemlich viel an Staub aufwirbeln. Also, bis gleich. Ja, sehen wir uns mal die Entstehungsgeschichte bei der Hunderassen an, für alle, die da noch nicht so wirklich den Durchblick haben. Aber Sie sind selbstverständlich dazu eingeladen, sich die Videos zu beiden Rassen auf meinem Kanal anzusehen. Da erkläre ich das etwas detaillierter. Beginnen wir gleich mal mit dem herrlichen Hund aus Deutschland, dem Rottweiler. Wir wissen, dass man ihm nachsagt, er entstamme einer Zufallsverpaarung oder Zufallsverpaarungen antiker Kriegshunde mit ortsansässigen Arbeitshunden, die im Raum des heutigen Deutschlands lebten. Der Rottweiler war immer ein Arbeiter. Hüte, Treib, Schäferhund, aber auch Metzgerhund. Man weiß, dass er die mit Waren vollbeladenen Karren der Metzger auf die Jahrmärkte zog, dieser dort bewachte. Nicht nur das, denn die Metzger hatten die Vorliebe, ihren Hunden ihr am Jahrmarkt erwirtschaftetes Geld via Ledergeldbörse um den Hals zu binden, weil sie wussten, niemand würde es wagen, zu versuchen, diesen Hunden diese Geldbörse vom Hals zu nehmen. Ich kann das gut verstehen. Ja, heute ist der Rottweiler einer der beliebtesten Gebrauchshunde, Wach- und Schutzhunde, Sporthunde allgemein, Diensthunde und Familienhunde auf der ganzen Welt.
das wissen wir, eine fantastische Hunderasse, mit der ich sehr viele schöne Erlebnisse hinter mir habe. Kurz reingesehen beim American Staffordshire Terrier, der entstammt dem Bull End Terrier. Der wiederum wurde im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien aus gezielten Verpaarungen von Terriern mit Bulldoggen entwickelt, um einen ganz besonderen Kampfhund zu erschaffen. Wir wissen, in dieser Zeit pumpte der Tierkampf als eine Art Nationalsport unter den armen Leuten der Insel. Viele Besitzer von Bull End Terrier ließen sich finanziell von ihren Hunden, wenn es erfolgreicher waren, erhalten. Ja, die wurden gegen alle Arten von Tieren in die Schlacht geworfen. Alles, was man fangen konnte. Und selbstverständlich auch zum Kampf gegen Artgenossen eingesetzt. Britische Auswanderer in Richtung USA und hier hauptsächlich in den Süden, wo sich diese als Farmer niederließen, nahmen diese Bull End Terrier mit und züchteten diese dort größer und schwerer, benutzten sie als Arbeitshunde auf der Farm. Mit diesem etwas mehr an Substanz, Gewicht, konnten sie sich besser gegen große Beutegreifer behaupten, Coyote, Wolf etc. Außerdem wurden sie als Saupacker eingesetzt, ja, und bewachten natürlich auch Familie. Heute ist der American Staffordshire Terrier einer der beliebtesten Bull Terrier Rassen auf der ganzen Welt und dieser Hund erlebte einen wahren Rassehype Anfang der 90er in Mitteleuropa. Ja. Sehen wir uns mal den Größenunterschied dieser beiden Hunderassen an. Und der ist enorm, denn beim Rottweiler beginnen Hündinnen bei 56 cm Schulterhöhe und enden Rüden bei 68 cm Schulterhöhe. Oft sieht es in der Praxis anders aus. Ich habe Ihnen schon mal in meinen Videos von den beiden Brüdern Bodo und Hoss erzählt. Ein Rottweiler Brüderpaar im Besitz meines ehemaligen Verbandspräsidenten Herrn Knieli. Hoss war der kleinere mit 72 cm Schulterhöhe, Bodo der größere mit 74 cm Schulterhöhe. Ja, aber der Rassestandard sagt, diese Hunde dürfen maximal 68 cm hoch werden mit der Schulter. Wie sieht es beim American Staffordshire Terrier aus? Der wird weit kleiner. 43 bis 48 cm Schulterhöhe erreicht diese Rasse von Hündin zu Rüde. Doch auch hier dürfte Sie nicht überraschen, wenn Sie einem American Staffordshire Terrier mit 55 cm Schulterhöhe über den Weg laufen. Ja, die existieren da draußen, die kommen vor. Wir wissen genau, wie das ist mit dem Rassestandard und der Praxis. Das Gewicht ist etwas lächerlich, wenn wir dem Rassestandard Glauben schenken. Denn hier dürfen Rottweiler Hündinnen maximal 42 Kilo schwer und Rottweiler Rüden maximal 50 Kilo schwer werden. Das entlockt mir einen seichten Grinser, möchte ich sagen. Die meisten von Ihnen sind schon einem Rottweiler mit über 60 Kilo Gewicht begegnet. Wir wissen, dass es hier natürlich stark auf die Linie ankommt und dass die Leistungslinie des Rottweilers zumeist weit leichter ist als die Hochzucht, die Showlinie der Rottweiler. Hoss, der kleinere der beiden Rottweiler Brüder meines ehemaligen Verbandspräsidenten, der warf 68 Kilo auf die Waage, Bodo 72 Kilo und beide Hunde waren trocken und nicht dick. Es gibt sie, diese Mutanten, allerdings sind sie schon eine Ausnahme. Ja, noch etwas lustiger sieht es beim American Staffordshire Terrier aus, denn hier bewegen sich die Hunde laut Rassestandard zwischen 18 und 25 Kilo. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen American Staffordshire Terrier mit derart geringem Gewicht gesehen zu haben. Verzeihung. Ich sah schon Staffordshire Bull Terrier mit 18 Kilo Gewicht, aber M-Staffs noch keine. Also 25 Kilo maximal ist etwas lächerlich, aber das sagt der Rassestandard. Schauen Sie. Ein American Staffordshire Terrier in Top-Kondition stehend mit an die 50 cm Schulterhöhe und 35 Kilo trockenen Gewicht. Das ist ein wunderschöner Hund, ja, und bei weitem nicht zu schwer. Also wovon der Rassestandard hier spricht, weiß ich nicht, aber er spricht davon. Doch, allgemein gesehen, große Unterschiede dieser beiden Hunde in Größe und Gewicht. Der Rottweiler weit größer und weit schwerer, gar keine Frage. Aber das wussten sie selbstverständlich. Auch in der Fellbeschaffenheit unterscheiden sie sich recht stark voneinander. Der Rottweiler wird als stockhaariger Hund
beschrieben. Doch, aufgepasst, ich sah den Rottweiler schon in Stockhaar-Variation, wo das Stockhaar derartig kurz war, dass es schon der Fellbeschaffenheit eines Dobermanns glich. Ich sah allerdings auch schon Rottweiler, die derartig langes Stockhaar vorwiesen, dass sie ähnliche Fellbeschaffenheit vorwiesen wie ein deutscher Schäferhund. Ja, Liniensache. Beim American Staffordshire Terrier kommen die Hunde ausnahmslos in Kurzhaar vor, mit so gut wie keiner Unterwolle. Also, auch Fellbeschaffenheit unterscheidet sich. Rottweiler, Stockhaar, American Staffordshire Terrier, Kurzhaar. Farben detto, denn der Rottweiler ist einzig und allein in Black and Tan anzutreffen. Sie wissen, schwarz mit braunem Brand. Hier ist es manchmal so, dass der Brand, oder immer so, in verschiedenen Variationen zum Vorschein kommt. Von fast schon gelben Braun bis zu ganz, ganz dunklem Braun, das für mich als farbenblinden Mensch hier und da schon gar nicht mehr vom Schwarz zu unterscheiden ist. Ja, aber für Sie als nicht farbenblinden Mensch höchstwahrscheinlich immer. Der Wind gibt schön Gas. Der American Staffordshire Terrier kommt in allen Farben vor, die Sie sich vorstellen können. Ja, in rosa oder in rot nicht, aber ja, sonst in fast allen Farben. Sie finden ihn zumeist mit weißer Grundfarbe und roten oder gelben, braunen Platten gestromt. Sie finden ihn in schwarz, in reinweiß. Ich hoffe, Sie verstehen mich noch, aber das werde ich zu Hause dann testen. Ja, also er hat weit mehr Farben im Repertoire als der Rottweiler. Ja. Leistungstechnisch, es sind beides sehr starke, schnelle und sehr ausdauernde Hunde. Mit Hitze hat der Rottweiler etwas Problem. Der Rottweiler hat mit Hitze mehr Probleme als der American Staffordshire Terrier mit Kälte. Verstehen Sie, was ich meine? Bei den Rottis war es immer so, dass sie die ersten waren am Platz, die wegkippten, wenn es zu warm wurde. Und aufpassen, dass mir kein Ast am Kopf fehlt. Haben Sie das gehört? Wenn man vom Teufel spricht. Ja? Das war's dann mit mir. Nicht so ungefährlich doch. Ja. Allgemeine Leistungsfähigkeit, beide starke, schnelle, ausdauernde Hunde. Der Amstaff mit Sicherheit etwas beweglicher. Wenn Sie auf einen Rottweiler aus Leistungslinie treffen, dann könnte es schon knapp werden, denn das sind anständige Raketen. Ja. Aber ein Durchschnitt ist der Amstaff der vielleicht etwas leistungsfähigere Hund. Aber wenn es um Themen wie Springen, Laufen, Klettern etc. geht. Sie verstehen, was ich meine. Ja, Gesamterscheinung eine völlig unterschiedliche. Der Rottweiler stellt einen fantastischen Mix aus klassischen Molosser und Schäferhund dar. Also wenn Sie ein Fan beider Hundekategorien sind, kommen Sie am Rottweiler normalerweise nicht vorbei. Der American Staffordshire Terrier wiederum ist der absolut hundertprozentige Bull Terrier. Gleich, klar und ganz schnell erkennbar. Mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Ja, im Charakter. Hier wiegen die Unterschiede am meisten. Der Rottweiler ist der typische Gebrauchshund. Zählt zu den neuen Gebrauchshunderassen, ist sicher einer der tollsten Gebrauchshunderassen auf der Welt. Wahnsinnig toll geeignet für Unterordnung, Fährtenarbeit und Schutzarbeit. Das ist der American Staffordshire Terrier im Normalfall nicht. Hier gibt es Exemplare, die fantastische Unterordnungen, Fährtenarbeiten und Schutzarbeiten an den Tag legen, doch zählen die eher zur Ausnahme. Es ist nicht deren Welt. Ja. Also, hier trennen sie sich extrem. Wenn ich als zukünftiger Besitzer eines Hundes es auf den Gebrauchshundesport abgesehen habe und zwischen diesen beiden Hunden wählen müsste, ja, da müsste ich nicht lange nachdenken. Ich würde mich für den Rottweiler entscheiden. Gar keine Frage. Wach- und Schutzeigenschaften. Wenn Sie hier auf Nummer sicher gehen wollen, ja, müssten Sie ebenfalls den Rottweiler wählen. Da es hier oft so ist, dass 9 von 10 Rottweiler mit natürlichem Wach- und Schutztrieb ausgestattet sein werden im Erwachsenenalter. Bei den Amstaffs dreht sich dieses Verhältnis fast 1:1 um. Hier haben Sie vielleicht 2 von 10 Amstaffs, die als Erwachsene einen natürlichen Wach- und Schutztrieb vorweisen. Außerdem ist es so, dass ich, wäre
mir der Wach- und Schutztrieb bei meinem Rottweiler etwas zu gedämpft unterwegs es wagen würde, beim Rottweiler etwas am Schräubchen zu drehen, damit er mehr zum Vorschein kommt. Ja, auch wenn Sie mich jetzt kritisieren diesbezüglich. Das ist alles kontrolliert. Ja, ich meine das auf kontrollierte Art und Weise. Ja. Also nicht notwendig aufzuschreien. Beim Amstaff wäre es so, dass ich es nicht wagen würde, am Schräubchen zu drehen, wenn kein natürlicher Wach- und Schutztrieb vorhanden wäre, da dieser Hund sehr schnell vom gelben Bereich, den man bei einem Hund sucht, mit Wach- und Schutztrieb, in den roten Bereich abdriftet und dann nicht mehr führbar ist. Dazu neigt dieser Hund. Es ist ein charakterlich völlig anderer Hund. Ja. Der Rottweiler ist generell der bessere Schutzhund. Schauen Sie, er ist zumeist mit weit besserem Will to Please als der Amstaff ausgestattet. Das alles, dieser ausgeprägte Will to Please, seine natürliche Neigung zu bewachen, zu beschützen. Dazu kommt noch seine anatomische Eignung, das umzusetzen, ja, das machen ihn zu einem der besten Schutzhunde auf der ganzen Welt. Das ist ja unbestritten, der Rottweiler. Der Amstaff, wenn er einen natürlichen Wach- und Schutztrieb vorweist, ist ebenfalls ein fantastischer Schutzhund, wenn Sie anständig mit diesem Hund am Gehorsam arbeiten. Das ist bei jedem Wach- und Schutzhund für mich ein unbedingtes Muss. Ja, da fährt die Eisenbahn drüber. Nicht ohne Grund arbeitet man am Platz zuerst am Perfektionieren des Gehorsams, bevor man auch nur an die Schutzarbeit denkt. Klare Sache. Wenn mein Hund hier zur Tat schreitet, muss er von mir zu kontrollieren sein. Ja. Doch beim Rottweiler gelingt das meiner Meinung nach weit schneller als beim typischen Amstaff. Ausnahmen bestätigen die Regel, ich wiederhole mich. Als Familienhund, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich von Rottweiler-Fans nicht gewürgt werde, eignet sich für mich der Amstaff besser. Er ist der auf natürliche Art und Weise kinderliebere Hund als der Rottweiler. Ich habe damit nicht sagen wollen, dass Rottweiler nicht kinderlieb sein können. Draußen wird es wahrscheinlich unzählige Rottweiler geben, die verschmuste Kinderkumpels darstellen. Doch der Amstaff ist der typischere Kinderhund. Schauen Sie, kein Hund der Welt ist ein Kinderhund in dem Sinne, dass sie als Klettergerüst gelten sollen. Ja, als Spielzeug, das man an den Ohren oder an der Rute zieht. Ja, kein Hund. Sie verstehen, was ich mit Kinderhunden meine. Ja. Hier eignet sich der Amstaff meiner Meinung nach besser als der Rottweiler, der häufig ein klein wenig zu seriös, zu ernst zum Thema unterwegs ist. Ja? Sie verstehen sicher, was ich meine. Außerdem ist es mir beim Rottweiler häufig aufgefallen, dass er eine dieser Rassen, eine dieser Rasseeigenschaften, die man ihm nachsagt, häufig oft an den Tag legt. Also es gibt ja viele Dinge, die man speziellen Rassen nachsagt. Manche sind ja, weiß nicht, die verrücktesten Dinge und treffen nicht zu. Beim Rottweiler ist mir allerdings aufgefallen, dass sehr viele Vertreter dieser Rasse tatsächlich echte Einmannhunde sind. Hunde, die sich zu 100% eine Person in der Familie als ihre Bezugsperson aussuchen. Alle in der Familie lieben, aber ganz speziell dieser einen Person zu 100% ergeben sind. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist mir persönlich bei meinen Bekanntschaften mit Vertretern dieser Rasse besonders stark aufgefallen. Das ist beim Amstaff anders. Diese Hunde neigen nicht dazu, die Eigenschaft Einmannhund an den Tag zu legen. Das sind Hunde, die ja mehr oder weniger jeden in der Familie gleich behandeln. Möchte ich mal sagen. Was mir beim Rottweiler aufgefallen ist, dass es mir persönlich nie gelungen ist, Freundschaft mit einem Rottweiler zu schließen, der ein natürliches Misstrauen Fremden gegenüber gezeigt hat. Das ist bei vielen anderen Hunderassen anders. Ich dürfte eine Aura ausstrahlen auf Hunde, die mich dazu befähigt, auch mit Hunden Freundschaft zu schließen, denen man nachsagt, starkes Misstrauen Fremden gegenüber inne zu haben. Mir ist das schon einige Male gelungen. Ja, und die Besitzer waren verwundert, oh, das hat noch keiner geschafft. Ist mir nicht immer gelungen. Ich habe das 2 Jahre bei einem Berner Sennenhund versucht, der 100 Meter neben uns gewohnt hat.
Den gibt es nicht mehr. Ist mir 2 Jahre nicht gelungen. Ja, aber bei manchen Hunden ist es mir gelungen, bei Rottis noch nie. Bei Amstaffs wiederum gelingt mir das im Nu. Ich habe noch keinen Amstaff getroffen, den ich nicht dazu überreden konnte, mein Freund zu werden. Ja, Thema Sozialisieren. Mit beiden Hunden müssen Sie große Aufmerksamkeit aufs Thema Sozialisierung legen. Mit beiden Hunden den Fokus auf Sozialisierung gegenüber Artgenossen legen. Ganz wichtig. Zum Rottweiler kommt dazu, dass Sie hier ein besonderes Augenmerk auf die Sozialisierung fremden Menschen gegenüber legen müssen. Ich habe Ihnen zuvor gerade erzählt, mir ist es noch nie gelungen, mit einem Rottweiler, der von Natur aus Fremden gegenüber misstrauisch ist, Freundschaft zu schließen. Mit Amstaffs ist es mir immer gelungen. Beim Rottweiler, der setzt diese Eigenschaft vehementer um, als viele andere Rassen das tun. Die sind häufig, wenn sie mal ein Misstrauen Fremden gegenüber entwickelt haben, häufig, wie soll ich sagen, dieser Eigenschaft gegenüber andrückender unterwegs als andere Hunde. Das sagt mir meine Erfahrung, das sagen mir meine Erlebnisse. Sie haben vielleicht andere, das sind meine. Deswegen sage ich, beim Sozialisieren mit beiden Hunden den Fokus auf Sozialisieren mit Artgenossen legen, ganz klar. Denn wir wissen, ein schlecht sozialisierter Rottweiler neigt dazu, kampflustig zu werden. Der ist dann kein Spaß mehr. Beim Amstaffs ist sowieso klar, ein Bull-Terrier Nachfahre, der hat das tief verwurzelt in seinem Herzen drinnen. Und wenn dieser Bull-Terrier mal zum Vorschein kommt, gibt er den nicht so schnell und nicht so gern wieder zurück. Ja. Den drehen sie so schnell nicht mehr um. Ich kannte keinen Amstaff, der vom kampflustigen Bull-Terrier Nachkommen wieder zum verträglichen Artgenossen gegenüber verträglichen Superclown wurde. Deswegen ganz wichtig, sozialisieren mit Artgenossen, mit beiden Hunden, ganz wichtig. Die allgemeine Haltung, schauen Sie, für beide Hunde brauchen Sie ein Händchen, brauchen Sie ein Gefühl. Ich habe im Vorwort schon gesagt, das nützt Ihnen, der Hundeführerschein nützt Ihnen nichts, kein Zertifikat, kein Diplom, weiß ich nicht. Können Sie einen Ordner an Zeugnissen von, weiß ich nicht, welch tierschutzqualifizierter Hundetrainer oder was immer Sie auch sind, sein. Wenn Sie kein Gefühl für Hunde haben, dann wird Ihnen ein Rottweiler und ein Amstaff charakterlich davonlaufen. Und dann, grüß Gott, Herr Kompott. Haben Sie schon völlig am Rad drehende Rottweiler oder Amstaffs gesehen? Ich schon. Ja. Ich hatte schon viel Kontakt mit Rottweilern, bei denen man das Ventil zu stark aufgedreht hat. Einige waren im Besitz von guten Bekannten von mir. Könnte ich Ihnen die fürchterlichsten Geschichten erzählen. Einige tolle, spektakuläre Geschichten habe ich im Video erzählt, wo es speziell über den Rottweiler geht. Ich sah aber auch schon Amstaffs, die am Rad treten. Ja. Stehen einem Rottweiler da in gar nichts nach. Übertreffen sie in einigen Situationen zu gewissen Themen sogar noch, möchte ich sagen. Ja. Weil dann der Will to Please völlig abgeschalten ist. Der zumeist beim Rottweiler zu einem Bruchteil noch über ist. Ja. Das ist nur meine Meinung. Wir wissen alle, dass diese beiden Hunderassen zu den Geächteten, zu den Ausgestoßenen, zu den Outlaws in der Hundewelt zählen. Da gibt es mehrere. Die beiden, ich möchte nicht sagen, dass sie das Feld anführen, aber sie sind ganz vorne dabei. Aber weshalb das so ist, das wissen die meisten von uns. Viele da draußen, die mit wenig Selbstbewusstsein ausgestattet sind, das Ganze kompensieren wollen, mit einem starken Hund, greifen gern mal zu Hunderassen in der Manier von Rottweiler oder Amstaff, weil sie sich, weiß ich nicht, was vorstellen. Beide Hunde stellen körperlich was dar, strahlen eine gewisse Aura aus, möchte ich sagen, neigen zu gewissen Dingen. Ja. Und wenn sie dann noch in den Händen von Menschen geführt werden, ja, die das wollen, die da irgendwie Komplexe haben, die keine Ahnung von Hunden noch dazu nicht haben, ja, dann haben sie vierbeinige Kanonen an der Leine und stehen ruckzuck in der Zeitung. Ja. Wenn da mal die Medien auf solche Hunde aufmerksam geworden sind, mehr brauchen wir nicht, das wissen wir alle. Da kommen sie die fürchterlichsten Geschichten zu hören im Fernsehen, zu lesen im Internet und so weiter. Ja, und diesen Weg sind Rottweiler und Amstaff gegangen, das nimmt ihnen keiner mehr weg. Das wird ihnen nie wieder wer wegnehmen. Durch
höchstwahrscheinlich erst dann, wenn es diese Hunde nicht mehr gibt, ja, wenn dann Gras drüber gewachsen ist. Und dass es ja viele Menschen da draußen gibt, die das Verbot dieser beiden Hunderassen fordern, wissen wir auch. Über diese Dinge habe ich ja erst unlängst gesprochen. Ja, also Halter. Wer eignet sich als Halter dieser beiden Rassen? Vernünftige Leute, körperlich fitte Menschen, geistig fitte Menschen, abenteuerlustige Menschen. Mit beiden Hunden können sie Abenteuer erleben, sowohl mit Rottweiler wie auch mit Amstaff. Der Amstaff eher weniger für den Abrichtesport, aber für den Hundesport allgemein, ja, da gibt es nicht viele Hunde, die ihm da überlegen sind. Ja. Ich bin mir sicher, die kann man auf 2 Händen abzählen. Mehr sind es nicht von weit über 400 Hunderassen. Ganz sicher nicht. Ja. Aber der Amstaff im Vergleich zum Rottweiler mit Sicherheit der engagiertere Familienclown, der Hund, der für mehr Blödsinn aufgelegt ist, ihnen vielleicht häufiger ein Lächeln entlockt. Der Rottweiler mit Sicherheit der bessere Grundstücksbewacher, Familienbeschützer, ebenfalls ein toller Familienhund, der aber dazu neigt, eine Einmannhunde-Eigenschaft zu entwickeln, ja, Charaktereigenschaft zu entwickeln, aber mit Sicherheit auch der im Erwachsenenalter seriösere, ruhigere Hund ist, nervenstarker Hund ist, eine Eigenschaft, die man am Rottweiler liebt. Deswegen war er auch oder ist er auch immer noch als Diensthund sehr beliebt. Ein Hund, der ihm nicht so schnell aus der Ruhe bringt. Ja. Was nicht bedeutet, dass nicht Feuer in ihm brodelt. Nein, das kann der gut weg. Ja, ich sage Ihnen was. Diese beiden Hunderassen zählen mit Sicherheit zu den tollsten auf der ganzen Welt. Ja, da braucht man nicht drüber reden. Ich war schon immer von Rottweilern fasziniert. Und viele Menschen, die schlecht über Rottweiler sprechen. Ja. Einige sprechen schlecht über die Rottweiler, weil sie wirklich der Meinung sind, dass es böse Hunde sind oder schlechte Hunde sind oder hässliche Hunde sind oder weiß ich nicht, Hunde sind, die verboten gehören. Mit Sicherheit. Aber ein Großteil von diesen Leuten spricht schlecht über den Rottweiler, weil sie in Wirklichkeit gerne selbst einen hätten, ihn sich aber nicht zutrauen, ja, weil sie es nicht drauf haben. Ja. Ich weiß, dass das so ist. Ja. Beim Amstaff ist es genau dasselbe. Auch hier wird es Leute geben, die es so meinen, wie sie es sagen, Killerhund, Beste, gehört verboten. Und es wird genauso Leute geben, denen dieser Hund wahnsinnig gut gefällt, welche dieser Hund wahnsinnig beeindruckt, welche diesen Hund gerne selbst hätten, ihn sich aber nicht zutrauen, weil sie es nicht drauf haben. Ja. Und deswegen dann mit solchen Aktionen kommen. Also, an alle Rottweiler-Besitzer, Amstaff-Besitzer da draußen, ich grüße Sie herzlich. Sie sind im Besitz einer der tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt. An alle Leute da draußen, die sich für diese beiden Hunde interessieren, sehen Sie sich meine Videos an, die ich über beide Hunde speziell gebracht habe. Hier gehe ich mehr ins Detail. Sind sie miteinander zum Vergleichen? Naja, anatomisch nicht, charakterlich auch nicht. Sie sind nur miteinander zu vergleichen zum Thema ja, Ausgestoßene. Sie wissen genau, was ich meine. Für welchen dieser beiden würde ich mich entscheiden? Das sind immer Fragen, was Sie mir stellen, erst ein Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Wenn es rein ums Aussehen geht, mir gefallen beide gut. Sie wissen, ich bin Molosser-Fan und ich bin Schäferhunde-Fan, also gefällt mir der Rottweiler. Sie wissen, ich bin Bullterrier-Fan, also gefällt mir der Amstaff. Hätte ich morgen vor, einen Abrichterplatz zu besuchen und hätte ich Vito nicht und möchte mir wieder einen Hund nehmen und es gäbe nur diese beiden, würde ich mir den Rottweiler nehmen. Hätte ich nicht vor, einen Abrichterplatz zu besuchen und es gäbe nur diese beiden Hunde, ich habe eigentlich nur vor, mit dem Hund am Boden herumzukugeln und mit ihm durch die Wälder zu laufen, würde ich mir den Amstaff nehmen. Da sagt weder ja noch nein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Na, heute würde ich mir den Amstaff nehmen und morgen wahrscheinlich den Rottweiler. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Ja, sind beides fantastische Hunde. Ja, so viel zum Thema Vergleich der beiden Geächteten. Jetzt gehe ich nach Hause und höre mir das Video an. Und wenn das Windgeräusch so laut ist, dass man nichts mehr verstehen kann, dann bin ich so zornig, dass ich gleich nochmal drehen werde. Da habe ich sehr gefreut.
dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und jetzt fliege ich nach Hause.